Heute mal aus einem besonderen Anlass ein extra Video, und zwar geht es um Trickbetrug oder ich weiß nicht, wie ich es genau bezeichnen soll, Vortäuschung eines Unfalls. Und da möchte ich darüber berichten, was uns passiert ist und damit andere warnen, damit sie auf diesen Trick nicht reinfallen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Was ist passiert, oder ich muss erst mal sagen, wo wir sind. Und zwar in Italien und zwar in der Toskana. Wir fahren auf der Autobahn Richtung Süden, etwa in Höhe Livorno, endet die Autobahn und geht über in eine vierspurige Straße. Das, was uns passiert ist, ist auch einigen anderen passiert. Deshalb halte ich es auch für sehr wichtig, darüber zu berichten. Denn garantiert wird das immer wieder versucht, dieser Trick, um anderen dann Geld aus der Tasche zu ziehen. Also wir fahren Richtung Süden auf der vierspurigen Schnellstraße. An dieser Schnellstraße gibt es immer wieder Parkbuchten. Die sind relativ klein, also kaum für LKWs zum Parken nutzbar, eher nur für PKWs. Vor uns fährt ein PKW recht langsam. Wir haben vielleicht eine Geschwindigkeit von 85, 90, der fährt höchstens 70, vielleicht sogar nach weniger. Und fährt dann in eine dieser laufend kommenden Parkbuchten rein. Kurze Zeit später hören wir, ja, als wenn ein Stein gegen unser Mobil fliegt. Wir haben das so gedeutet, dass vielleicht im Reifen Steinsplitter sind und die in den Radkasten geflogen sind und dadurch diese Geräusche entstehen. Wir fahren also weiter. Ich hatte auch noch in den Rückspiegel geguckt, nichts gesehen. Weil wir hinten die Fahrräder auf der Anhängerkupplung haben mit einem Träger, habe ich nochmal die Rückfahrkamera eingeschaltet und mir das angeschaut, eine Rückfahrkamera, ob vielleicht irgendwas mit den Fahrrädern ist. Sah aber alles in Ordnung aus, war nichts zu sehen. So fahren wir ganz normal weiter, dauert nicht lange, da werden wir von einem PKW überholt. Der hat das Seitenfenster, das Beifahrerfenster offen und deutet uns an, wir möchten anhalten, beziehungsweise es kommt in dem Moment schon wieder so eine Parkbucht, dass wir dort in diese Parkbucht reinfahren sollen. Der PKW fährt vor uns, bremst uns so ein bisschen aus und fährt in diese Parkbucht. Wir fahren auch mit rein. Noch war ich eigentlich nicht davon überzeugt, dass da irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich dachte, vielleicht hat sich irgendwas gelöst hinten beim Fahrrad und er will uns das nur erklären. Aber irgendwie dämmerte mir was, denn ich bin gut informiert über viele Tricks, die es so im Ausland gibt. Und so war ich gleich so ein bisschen skeptisch. Es stieg aus diesem PKW auf der Beifahrerseite eine Frau aus, ich schätze mal so vom Alter her 50 Jahre, ordentlich gekleidet. Auf der Fahrerseite stieg ein Mann aus, auch 50 bis 60 Jahre alt, ordentlich gekleidet, sah nicht nach Ganoven aus. Die Frau kam jetzt auf unser Mobil zu, oder ich muss erst mal sagen, der Mann deutete, ich möchte näher an seinen PKW ranfahren. Ich sollte so dicht wie möglich an seinen PKW ranfahren. Das habe ich nicht gemacht, bin einfach stehen geblieben. Jetzt kam die Frau ans Beifahrerfenster von unserem Mobil hier zu Rita und sprach sie in Italienisch an. Konnte da nichts von verstehen, deutete immer auf ihr Auto. Auch der Mann, der ausgestiegen war, zeigte immer jetzt auf seinen Rückspiegel. Auf einmal war für mich alles klar. Das war dieser Trick, dass ich ihn wohl angefahren hätte und dadurch seinen Spiegel beschädigt hätte. Wir haben dann Folgendes gemacht. Wir sind dann sofort weitergefahren, sind auch nicht ausgestiegen. Und der Hintergrund ist die Leute versuchen damit Bargeld zu bekommen. Das heißt, wenn man jetzt darauf eingeht, dann wollen die Geld,
Das heißt, man hat einen beschädigten Spiegel, wollen jetzt 100, weiß ich nicht, 200, 300 Euro haben, um den Schaden wieder gut zu machen. Das ist ein alter Trick, den gibt es auch schon lange, aber er wird jetzt wohl immer wieder neu hier wieder gemacht hier und die Leute fallen da auch immer wieder drauf rein, weil es ja auch viele neue Wohnmobilisten gibt, die diesen Trick nicht kennen. Jetzt sind wir weitergefahren und ja, nach ein paar Kilometer angehalten, da kam ein richtiger großer Parkplatz, sind wir angehalten und dann bin ich ausgestiegen und dann habe ich geschaut auf der Beifahrerseite. Ich hatte vorne, im vorderen Bereich, etwa 1 Meter von der Stoßstange vorne entfernt, in einer Höhe von, ich schätze mal 1,20 Meter, einen 25 Zentimeter langen breiten Streifen, ja, schwarz-grau. Das sah schlimm aus. Und im hinteren Bereich an der Klappe hatte ich einen weiteren Streifen, auch 10, 20 Zentimeter lang, auch grau-schwarz. Ich dachte schon, der Lack wäre richtig stark beschädigt. Das haben die mit irgendeinem Gegenstand gemacht, als ich an dieser Parkbucht vorbeigefahren bin. Da haben die irgendwas rausgehalten und haben damit diese Beschädigung am Fahrzeug erzeugt, um damit zu dokumentieren, dass ich sie angefahren hätte. Bin dann beigegangen, habe Politur genommen und habe diesen Streifen mit einer guten Autopolitur wieder weggekriegt. Somit ist der Schaden an unserem Fahrzeug gering oder gleich null. Es gibt andere Fahrzeuge oder bei anderen Wohnmobilen, man hat mir darüber berichtet, dort ist der Schaden erheblicher. Es gab einen Fall, wir hatten einen Schaden von 5.000 Euro. Auch weiß ich, dass von einigen, die haben eine Beule, wenn man Aluminium, kein GFK hat, haben die eine Beule in der Außenhaut und auch Kratzer. Also da hat man dann selber auch schon mal einen ordentlichen Schaden. Und wenn man dann noch auf diesen Trick reinfällt, zahlt man, ja, ich weiß nicht, was die verlangen. Ich habe das bisher nirgendwo gelesen, aber es ist so, dass sie mindestens 100 oder mehr Euro verlangen. Also, ich wollte damit alle nur warnen, die jetzt hier in Italien unterwegs sind, dass diese Tricks, die finden jetzt nicht nur an dieser Stelle statt, wo wir jetzt gefahren sind, sondern die sind auch in der Nähe von Florenz passiert. Und ich weiß mittlerweile auch, dass sowas auch in anderen südeuropäischen Ländern passiert. Also man muss immer auf der Hut sein, wenn sowas irgendwo langsam vor einem fährt und ja, man zum Anhalten bewegt wird. Ja, das war jetzt so mein kurzer Bericht über diese Geschichte, die uns da passiert ist. Ich habe das nur berichtet, um euch alle zu warnen und umso weniger auf diesen Trip reinfallen, umso unattraktiver wird es für die Banditen oder Ganoven, sage ich mal, diesen Trick weiterzuführen. Wenn keiner mehr drauf reinfällt, werden sie es irgendwann von alleine lassen. Das muss ich auch noch sagen. Mir hat jemand geschrieben, dem ist das Gleiche passiert. Der hat dann die Leute fotografiert, hat das Kennzeichen fotografiert, ist zur italienischen Polizeistation gefahren. Man hat ihn dann weitergeschickt zu einer anderen Polizeistation. Alle waren nicht zuständig, also das bringt wahrscheinlich nicht ganz viel, wenn man das zur Anzeige bringen will, obwohl das natürlich richtig ist, dass solche Sachen müssten eigentlich zur Anzeige gebracht werden, damit die Ganoven irgendwann von der Bildfläche verschwinden. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen informieren, euch ein bisschen warnen davor. Es muss nicht jeden Tag passieren und wird nicht jedem passieren, aber es kann passieren. Ich hoffe, dass euch sowas nicht passiert, wie uns passiert ist, und wünsche euch immer weiterhin eine gute, sichere Fahrt. Euer Harko. Ciao.